Hallo Freunde, willkommen bei einem Modelldealer 24 Spezial. Ihr habt euch bestimmt auch gefragt, was passiert eigentlich mit den Modellautos, wenn ihr jetzt neu zu mir noch kommen und wie entscheide ich, welches Modell in den Verkauf geht, welches Modell als B-Ware geht oder welches Modell halt zerlegt wird. Jetzt zeige ich euch anhand dieser Modelle hier, da sind nämlich jede Menge, die geht da hinten, da rein, geht es noch weiter und da hinten noch mehr Modelle. Und anhand dieser vielen Modelle, das sind genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Modellautos. Es warten hier also 25 Modellautos auf die Weiterverarbeitung. Was passiert, wie entscheide ich und was auch immer. Wie geht es eigentlich weiter nach diesem ganzen Video? Ankunft neuer Schrottautos, Ankunft neuer Modellautos und so was alles. Jetzt seht ihr es auch ein bisschen besser. Jetzt habe ich meine Kamera ein bisschen höher gesetzt und jetzt seht ihr auch meine Finger besser. Meine Hände besser gesagt. Und jetzt kommt das Ausschussverfahren. Ne? Also jetzt entscheide ich, erstmal mache ich die Modellautos sauber. Meistens gucke ich auch da schon nach dem Zustand der Modelle. Sind irgendwelche Brüche da? Sind irgendwelche Fehlteile? Die kommen meistens jetzt bei der Reinigung zur Vorschein. So, erstmal entstauben. Ganz wichtig. Ja gut, diese Modelle sind jetzt nicht alle... Oh, der ist mal sehr staubig. Puh. Also erstmal muss ich die sauber machen, um zu gucken, was eigentlich da los ist. Warum sind die eigentlich zu mir gekommen zum Verschrotten? Oder die sind ja auch zum Teil auch Abwrackautos. So. Hier ist aber wirklich Staub. Zum Beispiel jetzt bei diesem Ferrari hier. Da ist nämlich satt Staub drauf. Erstmal kommt grobe Reinigung. Ne? Also erstmal entstauben. Und dann geht es hier auch gleich weiter mit dem Polieren, Aufbereiten. Und meistens dann entscheide ich auch schon, welches Modell in den Verkauf geht, welches Modell als B-Ware weitergeht und so weiter und so fort. So. Der ist auch noch schlimm. Die anderen sehen eigentlich noch ganz gut aus. Oh, viel Staub, ey. Boah. So. Jetzt fange ich an zu polieren, aufbereiten. Einige Modellautos sehen auch ganz gut aus, da muss ich nicht viel machen. Da reicht es eigentlich nur ein bisschen so drüber wischen und alles ist gut. Wie dieser Escalade hier in Maßstab 1:24. Eine kleine Reinigung und er ist auch schon fertig fürs Fotoshooting. Das heißt, er geht in den Verkauf. Ich konnte... Oh. Ja, er geht jetzt als B-Ware. Jetzt habe ich festgestellt, dass die Räder alle lose sind. Ja, das ist natürlich sehr doof. Jetzt entscheide ich aber auch, welches Modell sich auch für mich lohnt, als B-Ware zu verkaufen. Welches bei mir auf den Schrottplatz geht und eingelagert wird. Oder halt auch versteigert wird. Aber in diesem Fall, weil es ein 1:24 ist der Teilewert jetzt nicht sonderlich hoch. Und daher würde er eigentlich eher als B-Ware auf den Markt gehen. So, der hat es jetzt hinter sich. Wir nehmen jetzt ein anderes Beispiel. Ein Modell, was ich schon vorhinein gesehen habe, dass er was für den Schrottplatz ist. Das ist dieser hübsche Porsche hier. Ein Porsche 996 Turbo von Burago. Auf den ersten Blick ist er einfach nur ein bisschen staubig und das war's. Aber auf den zweiten Blick erkennt man schon, dass die Radaufhängung vorne Schrott ist. Die ist nämlich abgebrochen auf beiden Seiten. Entweder abgebrochen oder abgeschnitten, damit er ein bisschen tiefer liegt. Somit ist dieses Modell nicht mehr für den Verkauf tauglich. B-Ware lohnt sich in dem Fall hier nicht, weil der Teilewert höher ist als der B-Ware-Wert. Das heißt, der geht jetzt erstmal auf den Schrottplatz und wird da erstmal zwischengelagert, bis er halt irgendwann mal dran ist, geschlachtet zu werden. So, das war jetzt der eine. Der nächste. Ein Porsche Cayenne. Turbo von Maestro. Eigentlich nichts Besonderes, ne? Der sieht auch soweit in Ordnung aus, aber man sieht auch schon hier, die Radaufhängung ist defekt. Ich habe jetzt natürlich auch die Möglichkeit, ich habe noch einen Teilespender da hinten mit Original Unterboden, den Unterboden komplett auszutauschen. Würde sich aber in meinem Fall sich nicht lohnen. Aus einem ganz einfachen Grund, der Teilewert ist höher als das Modellwert. Die Arbeit
plus dass ich selber für das Modell bezahlt habe, ist, lohnt sich halt nicht zu verkaufen, weil ja, müssen wir ungefähr rechnen, 5 Euro habe ich jetzt für das Modell als Abwrackprämie bezahlt. Wenn ich jetzt noch die Teile drauf tue von einem anderen Modell, was auch 5 Euro kostet, dann sind das 10 Euro. Verkaufspreis ist aber 12 Euro. Das heißt, also der VK-Preis bei mir im Shop wäre 12 Euro für dieses Modell. Und minus Steuer, minus Aufwand, minus Arbeit rentiert sich nicht. Das heißt, das wäre sogar ein Minusgeschäft, wenn ich dieses Modellauto jetzt repariere und verkaufe. Ja, das heißt, es bleibt nur eins übrig, er wird geschlachtet. Er geht jetzt auch erstmal auf den Schrott, weil für dieses Modell habe ich momentan noch genug Teile online. Aber ich weiß, dass irgendwann mal ist er dran. Ne, die Farbe macht es schon aus. Also wird er jetzt hier eingelagert auf den großen Schrottplatz. Ich muss halt wirtschaftlich denken. Ich darf nicht emotional denken. Ich darf nicht denken, dass dieses Modellauto eigentlich voll selten ist und oh und so und hier und da. Ich muss immer wirtschaftlich denken. Nächstes Beispiel. Die Corvette. Räder, Funktionstest, bestanden. Türen auch, muss ich auch immer kontrollieren, weil ich habe schon ein paar Fälle gehabt, da wurden die Türen festgeklebt, weil abgebrochen. So, der hat jetzt Funktionstest bestanden. Jetzt checke ich noch auf Fehlteile. Chrom sieht auch noch soweit ganz gut aus. Wheelie Bar ist dran, vorne fehlt auch nichts, Seiten fehlen auch nichts. Perfekt. Das heißt, ich muss dieses Modell jetzt nur noch aufbereiten, also aufpolieren. Dann wird er fotografiert und dann kommt er in den Shop, in den Verkauf. Da lohnt es sich, weil kein Aufwand. Das ist jetzt nur noch hier Kosmetik bisschen, zack, zack, zack. Einmal hier ein bisschen aufpolieren und dann kann er schon fotografiert werden. So, klar wäre das jetzt für mich ein bisschen wirtschaftlicher, den zu zerlegen. Aber warum soll ich den zerlegen? Das Modellauto ist ja noch so weit in Ordnung. Er hat keine Lackschäden, er hat keine Fehlteile. Eigentlich überhaupt keinen Grund, den zu zerlegen. So, schön poliert, sauber. Aufhängung ist auch nicht defekt. Perfekt. Er geht in den Verkauf. So. Nächster Kandidat. Der ist jetzt ein bisschen grenzwertig. So. Weil ich sehe nämlich schon ein paar Defekte. Aber trotzdem werde ich den jetzt erstmal ein bisschen schick machen. So viel Dreck. So, der wird wahrscheinlich trotzdem in den Verkauf gehen, auch wenn ich jetzt gerade hier 2, 3 Mängel gefunden habe. Aus einem ganz einfachen Grund. Der hat jetzt hier einen kleinen Decoy-Schaden. Ne? Hier hat er einen kleinen Lackschaden. Soweit eigentlich in Ordnung. Irgendwas ist gerade runtergefallen. Der Haumaufsteller. Warum fällt der Haumaufsteller runter? Naja. So. Der geht jetzt trotzdem in den Verkauf, weil der Teilewert liegt so bei 20 Euro rum. Und der Verkaufspreis liegt so bei 12 bis 15 Euro, auch trotzdem mit den kleinen Gebrauchsspuren. Erst in Blau mit den Rennaufkleber ein bisschen seltener. Und deswegen ist der Aufwand, den zu zerlegen und den Teile zu verkaufen, nicht rentabel. Und deswegen, weil er halt zu naheliegend ist, der Preis. Ne? Und deswegen geht er, so wie der ist, in den Verkauf. Ja, hier ist auch der Hauben. Oh, hier, jetzt läppern sich hier die Menge. Hier fehlt ein Haubenverschluss. Der Haubenverschluss ist kaputt. Ja, das sind jetzt doch schon ein bisschen zu viele Mängel, die jetzt halt so auffallen. Ne? Tja, das heißt, er geht erstmal auf den Schrott. Der geht also jetzt nicht mehr in den Verkauf, sondern nur noch auf den Schrottplatz. Und dann irgendwann mal wird er halt zerlegt. Ja, leider sind das zu viele Mängel, wo ich halt preislich entgegenkommen muss. Und deswegen
kann ich keine Garantie mehr auf dieses Modellauto geben und somit geht er zum Verschrotten. Ja, manchmal sind das nur so Kleinigkeiten, die dann halt den ausschlaggebenden Grund geben, ne? Das ist hier auch, ne? Fest. Mein Gott, was ist denn die blöde Ladeflächenabdeckung? Tja, hier sind die Räder auch fest. Das heißt, er geht als B-Ware in den Online-Shop, weil zerlegen lohnt sich nicht. Und einlagern lohnt sich auch nicht. 1:24. Die Teile haben keinen hohen Verkaufswert. So, das heißt, zur Seite. So. So, bei dem konnte ich jetzt hier nahezu keine Mängel feststellen. Räder sind funktionsfähig, Türen gehen auf, Motor geht auf. So, der geht jetzt zum Beispiel direkt in den Verkauf. Hier lohnt sich auch kein Schlachten mehr, weil der hat ja nichts. So. Der nächste. Auch der muss eigentlich nur ein bisschen aufbereitet werden. Und dann kann er auch schon in den Verkauf gehen. Hier so bei 1:24er ist meine Gewinnspanne halt sehr gering. Der Verkaufspreis liegt meistens im Schnitt so um die 4-5 Euro rum. Und das ist eigentlich ein sehr undankbarer Maßstab. Der ist zwar ein netter Maßstab, es gibt schöne Modelle, aber die Gewinnmarge hier ist sehr gering. Und daher auch der Aufwand sehr gering. So langsam lichtet sich hier das Feld. Jetzt brauche ich ein bisschen Politur wieder. Bei 1:24er, sage ich euch ganz ehrlich, gebe ich ja mir halt nicht so viel Mühe, weil nicht lukrativ, ne? Zeit ist Geld. Auch wenn das jetzt nur eine Minute dauert, aber in der Minute mache ich auch schöne Autos fertig. Es gibt aber auch Fälle, wo ich das Modellauto repariere. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das ist sehr, 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 sehr selten, dass ich ein Modellauto repariere. Meistens mache ich das nur meistens dann, wenn ich zum Beispiel viele Ersatzteile da habe für das Modell und das im Einkaufspreis auch schon sehr gering ausgefallen ist. Und daher lohnt sich die eine oder die andere Reparatur noch. Aber das mache ich meistens nur bei Modellautos, so wie Burago, Maestro und so alles. Aus einem ganz einfachen Grund, weil der Teilewert halt nicht so toll ist. Und ich genug Ersatzteile da habe. Bei teuren Modellautos lohnt sich das meistens immer zu zerlegen, weil es gibt dann auch dementsprechenden Kundenkreis halt, ne? Und Hot Wheels 2000er. Auch in Ordnung, der geht auch in den Verkauf. So. C-Klasse, ja, da wird es spannend. So weit habe ich jetzt sehen können, hat er keine Mängel. Spiegel sind dran, Antenne ist dran, Stern ist dran. Schon mal gut. So, jetzt poliere ich den mal auf. Wenn da jetzt auch noch keine Mängel auftauchen, geht er in den Verkauf und nicht auf die Schlachtbank. Also nicht jedes Modellauto, was ihr jetzt also sieht bei mir in den Videos, wird verschrottet. Viele dürfen noch weiterleben. So wie dieses Kerlchen hier. So. Keine Mängel mehr aufgetaucht. Jetzt mache ich gleich noch den Funktionstest. Auch keine Tür festgeklebt ist, die schon mal nicht. Alles wunderbar. Keine großartigen Decoy-Schäden oder irgendwie sowas. So.
Scheinwischer ist auch nicht festgeklebt worden. Perfekt. Aufbereitet und fertig in den Verkauf. Das heißt, er wird jetzt gleich nur noch fotografiert. Moment. So. So, dann nehmen wir diesen Kandidat. Jetzt mal ein bisschen hier abzukürzen. Ein Escalade von Anson, glaube ich. Rico. Ui. Hier muss ich jetzt gut aufpassen, weil viele Rico Cadillacs haben Zinkpest. Viel. Sehr viele. Ah, ist ja gut. Und der hat auch noch Spinning Wheels noch drauf bekommen. Was jetzt natürlich auch nie sonderlich so toll ist. Und wenn ihr seht, er ist ziemlich dreckig. Das heißt, der Funktionstest ist hier ganz dringend notwendig, um herauszufinden, ob nicht irgendwelche Karosserieteile festgeklebt worden sind, weil sie halt durch Zinkpest die Scharniere schon verloren haben. So, aber erstmal bereite ich den mal auf. Oh, guck mal, was für ein Unterschied, ne? Schon fertig? Nicht fertig. Hat er Zinkpest, kann er natürlich nicht mehr in den Verkauf gehen und muss halt zerlegt werden, ne? Aber das wird sich jetzt gleich hier herausstellen, wie sein wahrer Zustand ist. Manchmal sieht man die Zinkpest auch nicht sofort. Einige Modelle, da schreit die Zinkpest ja quasi von dem Modellauto aus. Aber es gibt auch Modellautos, die sehen soweit äußerlich in Ordnung aus. Aber sobald man die Türen betätigt oder die Motorhaube, brechen die ab. Wobei das eigentlich vorher gar keine Anzeichen hat. Das habe ich schon sehr oft erlebt. Oh, das war sehr dreckig hier. Wenn er keine Zinkpest hat, dann geht er natürlich in den Verkauf, weil dann bringt er mir ein bisschen mehr Geld. Bei Ersatzteile habe ich eigentlich für dieses Modellauto noch reichlich da. So. Bis jetzt konnte ich keine Zinkpest feststellen. Das heißt aber wie gesagt noch gar nichts bei dem Modell hier. Erst wenn ich den Funktionstest gemacht habe, habe ich die Gewissheit. Also bis jetzt sieht es gut aus. So. So weit, so gut. Nichts ist abgebrochen. Die Spinning Wheels sind jetzt nicht mein Geschmack. Ja, die sind eher voll außer Mode. So Anfang 2000er rum war das ja noch ein ganz schönes Gimmick, aber heutzutage eher nicht mehr. Okay, komm runter hier. Tür. Was so in den Türfalzen ist Staub. Oh. Dann würde ich mal sagen, Test bis jetzt bestanden. Komm schon. Wunderbar. Test bestanden. Keine Zinkpest. Das heißt, ich werde den jetzt noch hier ein bisschen zu Ende polieren. Die ganzen Politurreste wegmachen. Und dann geht er in den Fotografieren. Und wird dann online gehen zum Kaufen. Und die könnt ihr erwerben. So. Gut. Aber Rolltest bestanden. Spinning Wheels, ey. Boah. So, dann kommst du erstmal hier hin. Hinter mir ist nämlich schon alles voll.
Ja, jetzt kommt ein Wackelkandidat. Ein F40 von Burago. Nichts Besonderes, nichts Spannendes. Aber ich merke schon, die Scheinwerfer sind schwarz angemalt. Das ist jetzt natürlich nicht jedermanns Geschmack. Radaufhängungen sind Gott sei Dank in Ordnung. Das heißt, er wird jetzt hier auch nur aufpoliert, wird fotografiert und in den Verkauf gehen mit dem Vermerk, dass die Scheinwerfer halt schwarz gemacht worden sind. Ne? Weil der Schrottplatz ist voll mit gebrochenen Achsen. Der hat jetzt keine Achsen, also keinen Grund, nur wegen den schwarzen Scheinwerfern das Modell zu zerlegen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Oh, die Rücklichter sind auch schwarz. Gut, dann muss ich das halt so vermerken im Angebot und dann wird er schon seinen neuen Besitzer finden. Höchstwahrscheinlich geht er eh ins Ausland. Den letzten R40, die ich hatte, der ging jetzt auch nach Dänemark. So. Tja, jetzt haben wir wieder so einen Kandidat. Augenscheinlich keine Mängel. Räder sind dran, Spiegel sind dran, Scheibe ist nicht defekt. Aber ihr seht schon, der Vorbesitzer hat das Modell tiefer gelegt auf Kosten der Qualität. Räder brechen schon ab. Ja, Fall für den Schrottplatz. Reparatur lohnt sich nicht, weil das Modellauto an sich nicht teuer ist. Und B-Ware würde ich es auch nicht unbedingt vorziehen, weil der hat noch gute Teile. Spiegel sind gut, die gehen immer weg. Felgen sind gut, gehen immer weg. Windschutzscheibe geht auch immer gut weg. Und Motorhaubenscheibe geht auch gut weg. Das heißt, er wird jetzt eingelagert. Sobald Teile fehlen von diesem Modell im Shop, dann geht er halt auf die Schlachtbank. So, den habt ihr ja schon aus dem anderen Video gesehen. Das ist ja dieses Modell mit dem tollen Zertifikat, das eigentlich keinen Wert hat. Und ja, ich werde es aber natürlich mit Zertifikat verkaufen. Aber der wird jetzt hier keine Unsummen kosten. Der wurde ja von irgendeinem Düsseldorfer Airbrusher veredelt, sagen wir mal jetzt mal so. In meinen Augen ist das eigentlich keine Veredelung. Das ist einfach nur umlackierte Burago-Modelle mit anderen Felgen und getönten Scheiben, also schwarz lackierten Scheiben. Leichte Orangenhaut hier auf der Kofferraumdeckel. Also eigentlich in Wirklichkeit ist das hier nichts Besonderes eigentlich. Ne? Räder noch nicht mal drehbar und da sind diese billigen Chromi-Felgen. Eigentlich im Großen und Ganzen rechtfertigt es nicht den angeblichen Wert, was so ein Gutschein versucht einen zu verklickern, darzustellen. Man versucht mit dieser Auflage von 333 Stück hier was zu erzählen, dass dieses Modell was Besonderes ist. Ist es aber nicht. Es ist einfach nur ein umlackierter Burago mit schwarz lackierten Scheiben. Hier haben wir noch ein paar Elemente noch schwarz ange. Aber im Großen und Ganzen ist das hier eigentlich nichts Besonderes. Also der Wert dümpelt hier wahrscheinlich so um die 10, 12 Euro. So. F355 von Hot Wheels. Türen gehen auf, rollen tut er auch, keine geklebten Felgen. Das heißt aufbereiten und Verkauf. Auch solche Modelle gehen meistens ins Ausland. Viele gebrauchte Modellautos gehen bei mir momentan nach Finnland, Dänemark, Kroatien, Rumänien, Griechenland. Also ich rede jetzt von so gebrauchten Modellautos wie dieser hier. Wo gehen hier noch hin? Brasilien geht auch sehr viel hin. Mexiko. So. Fertig für den Verkauf. Ja, jetzt habe ich hier noch einen Tonka. Noch ein Testarossa, aber da müsst ihr jetzt nicht unbedingt dabei sein. Bei diesem 1:24er, der erste augenscheinlich sieht er ja nur weit in Ordnung aus. Ne? Fehlt nichts, Scheinwischer sind dran, Türen sind dran, Räder sind bedingt drehbar. Aber erst auf den zweiten Blick fällt nämlich auf, das Armaturenbrett fehlt. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum bei so einem Modellauto jetzt das Armaturenbrett fehlt. Und die Räder vorne drehen sich zum Teil nicht mehr. Ja, Aufhängung wahrscheinlich defekt. Der geht als B-Ware in den Shop rein. Da lohnt sich keine Reparatur mehr und Teilewert ist auch sehr mager. Daher, tschüss, B-Ware. So, das war's. Wie gesagt, ich werde die jetzt noch abfotografieren. Dann werden die eingelagert
Und ja, und ihr könnt danach kaufen. Auf die Schlachtbank kommt jetzt hier keiner direkt. Die meisten Modelle, die ich jetzt hier ausgesondert habe aus dieser Sammlung, die ich hier aufgekauft habe und Abwrackautos, die gehen, also insgesamt gehen 1, 2, 3, 4 Modellautos auf den Schrottplatz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 Modelle gehen als B-Ware. Rest geht als gebrauchte Modelle in den Shop. Also eigentlich eine ganz gute Ausbeute. Hier habe ich nicht viel zu tun, nicht viel Schrott, das ist schon mal ganz gut. Ab und zu mal tut es auch mal gut, mal keine Schrottautos zu bekommen, sondern auch mal Autos, die ich einfach so verkaufen kann. Ja, so, genug geschwafelt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen so erklären, meine Welt. Oder euch ein bisschen mehr einfügen in meine Welt. Und so einen Blick über meine Schulter. Ja, eigentlich im Prinzip seid ihr auch über meine Schulter. Hier, da ist meine Schulter. Ne? Und dann könnt ihr halt so ein bisschen sehen, wie ich arbeite, wie es hier hinter den Kulissen abläuft. Und ich hoffe, das konnte euch ein bisschen helfen, zeigen und ein bisschen mehr verstehen lassen, wie es funktioniert als Schrottmodellautohändler. Tja, so ist es. Manchmal ist es nicht alles Schrott, was hier ankommt. So, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ciao, Freunde.